Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Aber meine Frau versteht mich. Tatsächlich? Bist du dir da sicher? Natürlich. Ähm, Hast du sie jemals gefragt? Und schon war der Dialog mit meinem Versicherungsvertreter zu Ende. Eine lange Phase des Nachdenkens setzte ein. Das ist eine interessante Frage, oder? Hast du sie jemals gefragt? Diese Frage hat einen gewissen Charme, wie ich finde. Wie oft denken wir, dass wir verstanden werden, aber sind wir wirklich sicher? Hier ein Beispiel: Gut und ja. Stell dir vor, du fragst jemanden, ob er gut im Kochen ist. Diese Person antwortet mit einem einfachen Ja. Nun, das klingt zunächst vielversprechend, aber was bedeutet gut in diesem Kontext wirklich? Hier sind zwei mögliche Interpretationen. Person A denkt, gut bedeutet, dass sie ein paar einfache Gerichte zubereiten kann, aber keine Gourmetköchin ist. Schließlich bedeutet Kochen ja nur Wasser über 100 Grad erhitzen. Kleiner Spaß am Rande. Person B hingegen interpretiert gut als Spitzenkochniveau, der komplexe Gerichte aus verschiedenen Ländern zaubern kann. Das Missverständnis liegt darin, dass beide Personen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was gut beim Kochen bedeutet. Wenn Sie nicht weiter nachfragen und klären, könnten Sie später feststellen, dass Ihre Erwartungen weit voneinander abweichen. Kannst du folgen? Tatsächlich kann ein solches Missverständnis aufgrund subjektiver Interpretation von Wörtern wie gut und ja später zur Verwirrung führen. Und eine Enttäuschung ist dann nicht arg weit. So habe ich es nicht gemeint. Wie hast du es gemeint? Wieso sagst du nicht gleich das, was du auch meinst? Kompliziert, gell? Es gibt wahrscheinlich in keinem anderen Bereich so viele Missverständnisse wie in der Sprache. So gehen wir grundsätzlich von der Überzeugung aus, dass wir wissen, was jedes einzelne Wort für jeden bedeutet. Die eine Person sagt etwas, die andere reagiert. Und dann fragt man sich, wieso endet das so oft in Missverständnissen, Streitereien? Nun, das, was der Gesprächspartner versteht, stimmt längst nicht immer mit dem überein, was tatsächlich gesagt oder gar gemeint ist. Denn jeder Mensch nimmt Botschaften durch einen individuellen Filter in seinem Bewusstsein. Er interpretiert Inhalte nach seinem eigenen Schema und bewertet sie aufgrund seiner persönlichen Erfahrung. Und genauso entstehen Missverständnisse. Jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung davon, was diese Begriffe bedeuten, und es kann zu Unterschieden in den Erwartungen und Einschätzungen kommen. Es wäre also hilfreich, wenn in solchen Situationen mehr Klarheit und Präzision in der Kommunikation herrscht, um solche Missverständnisse zu minimieren. Ein weiteres Beispiel zum besseren Verständnis: der Arzttermin. Denke an eine Situation, in der du einen Arzttermin vereinbarst. Der Arzthelfer fragt dich, ob du verfügbar bist, und du antwortest, ja, ich kann kommen. Hier gibt es Raum für Missverständnisse. Der Arzthelfer könnte denken, dass du zu jeder Zeit des Tages verfügbar bist, da du nur Ja gesagt hast.
Du hingegen meinst vielleicht, dass du generell verfügbar bist, aber möchtest immer noch einen Termin vereinbaren. In diesem Fall könnte das Missverständnis dazu führen, dass du unerwartet zu einem unpassenden Zeitpunkt zum Arzt erscheinst oder dass der Arzthelfer deinen Termin nicht vermerkt. Diese Beispiele unterstreichen meiner Ansicht nach wirklich die Bedeutung präziser Kommunikation und wie unterschiedliche Interpretationen zu Missverständnissen führen können. Es zeigt, dass es oft mehr braucht als nur Worte, um sicherzustellen, dass wir wirklich verstanden werden. Dein Engagement für die Verwendung der richtigen Worte ist ein Schritt in die richtige Richtung, um die Klarheit in der Kommunikation zu fördern. Es sind nicht nur die richtigen Worte für eine klare und konstruktive Kommunikation wichtig, sondern auch das Nachfragen. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, in dem du den Eindruck bekommst, dass du gar nichts verstanden hast. Verstanden? Beispiel. Rezept für bereits abgesetzte Medikamente. Meine Ärztin fragt mich, ob ich noch ein Rezept für meine Medikamente brauche. Ich antworte ihr, dass ich noch genug von dem einen Medikament habe. Sie wiederholt wieder die gleiche Frage. Brauchen Sie noch ein Rezept für die Medikamente, die Sie nehmen? Ich war etwas irritiert wegen dieser Frage, dachte, hört sie nicht zu oder? Also entschied ich mich zu fragen, ich verstehe Ihre Frage nicht. Was genau wollen Sie von mir wissen? Ich denke, sie hat verstanden, dass ihre Frage nicht klar genug war und wiederholte ihre Frage. Diesmal aber mit der Aufzählung all der Medikamente, die im Computer aufgelistet waren. Ich schaute auf den Computer und sagte, die haben wir doch alle abgesetzt. Es ist nur noch das Medikament X, welches ich nehme. Ihre Antwort hat mich verblüfft. So, klang es erstaunt. Hätte ich jetzt nicht nachgehakt, hätte ich ein Rezept mit all meinen Medikamenten erhalten, von denen ich die meisten nicht mehr brauche. Viele Menschen trauen sich aber auch das nicht. Nachfragen. Das kann mehrere Gründe haben. Man ist ängstlich, als dumm dazustehen, wenn man bei einem Thema nicht mitreden kann und man will nicht auffallen. Ein weiterer Grund ist, dass es Menschen schon im Kleinalter beigebracht wird, nicht nachzufragen, weil das unhöflich ist oder weil man so etwas nicht macht. Beispiel. Angst vor dem Nachfragen. Warum? Ein Dialog zwischen mir und einem jungen Menschen, 28, der vom Alter her mein Sohn sein könnte. Kannst du mir bitte sagen, was deine Motivation ist, mir 4-mal die gleiche Frage zu stellen? Ich will das wissen, weil mich das einfach nervös macht, mich auch ärgert. Seine Antwort, weil ich es nicht verstanden habe, weil ich hier neu bin. Irgendwann mal wird der Tag kommen, wo ich dann nicht so oft fragen werde. Okay, sagte ich. Das erste Mal nicht verstanden, das zweite Mal vielleicht auch noch okay, aber weshalb ein drittes und ein viertes Mal? Die gleiche Frage. Und weshalb sagst du mir beim dritten Mal schon nicht, halt Georg, kannst du es mir bitte so erklären, dass ich es verstehe? Ja, weil man nicht zugeben will, dass man etwas nicht verstanden hat. Vielleicht hat man Angst davor. Okay, ich liebe dich für diese Aussage. Kannst du dir aber vorstellen, was dadurch passiert? Ich will, dass du mich unterbrichst,
mir sagst, dass du es nicht verstanden hast und mich bittest, es dir nochmal so zu erklären. Er antwortete mir, das ist aber sehr schwer und nicht üblich. Bei dir darf man das, aber bei anderen vielleicht nicht. Ich bin nicht die anderen, sagte ich. Ja, und ich will, dass du mich sofort unterbrichst, okay? Dann bitte ich dich, mich daran zu erinnern, wenn das wieder vorkommt, sagte er. Ja, sehr gerne, antwortete ich ihm. Mich persönlich stimmt das sehr traurig, dass Menschen Angst davor haben, zuzugeben, etwas nicht verstanden zu haben. Noch trauriger macht mich das dann, wenn der Mut fehlt, so lange nachzufragen, bis es sitzt. Nur durch mein Nachfragen konnte ich diese Ängste in dem jungen Menschen auflösen und ihn ermutigen, mich jederzeit fragen zu dürfen. Diese Klärung hat genau in diesem Fall dazu beigetragen, zukünftig Ärger und Missverständnis zu verhindern. Und es gibt tatsächlich Menschen, die beides kombinieren, interpretieren, ohne nachzufragen. Beispiel. Ich habe jemanden um Unterstützung gebeten, die er mir auch gab. Ich bedankte mich bei ihm mit den Worten, danke, wenn du jetzt kein Mann wärst, dann... Seine Antwort, ich schätze dein Lob, Georg. Wenn ich dir dabei helfe, bin ich froh. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich zur Verfügung. Wie kommt er darauf, dass ich ihn damit loben wollte? Davon abgesehen, dass ich das Loben ablehne. In diesem Sinne, die richtigen Worte an der richtigen Stelle. Denken Sie über Ihre eigene Kommunikation nach und wie Sie präziser sein könnten, um Missverständnisse zu vermeiden. Und haben Sie auch den Mut nachzufragen. Teilen Sie gerne Ihre Erfahrungen in den Kommentaren und vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere inspirierende Inhalte zu erhalten. Danke, dass Sie Teil unserer Gemeinschaft sind. Weisheiten zum Mitnehmen. Euer Georg Moratinis. Bleiben Sie mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.